Ja, was ihr da gerade gehört habt und was ich da gerade spiele, ist der erste unserer 4 Akkorde, die wir jetzt lernen, nämlich ein E-Moll. Meiner Meinung nach der einfachste Akkord auf der Gitarre. Man drückt einfach nur mit dem zweiten Finger auf den zweiten Bund der A-Seite und mit dem dritten Finger auf den zweiten Bund der D-Seite. Das ist schon alles. Und jetzt vielleicht noch wichtig, wie schlagt man die Seite an? Also ich nehme einfach so meine Hand zusammen und schlage dann so in der Mitte zwischen diesen 2 Fingern, würde ich sagen, zwischen dem zweiten und dem dritten Finger, einfach so durch, so dass ich möglichst alle Seiten erwische. Jeder spielt anders Gitarre, aber ich kann es nur so sagen, dass ich ungefähr zwischen dem zweiten und dritten Finger, wahrscheinlich da mit dem Spitzchen des zweiten Fingers, die Seiten anschlage. Genauso. Ich würde sagen, ihr übt es einfach oder ihr versucht es einfach, jeder hat seine eigene Technik. Versucht es einfach mal so zu spielen, solange bis ihr wirklich immer alle Seiten erwischt. Alle Seiten erwischen ist eben wichtig, damit es sich voll anhört. Wenn man nur die unteren erwischt, ist eben ja halb voll, sag ich mal. Ja, das ist der erste Akkord, E-Moll. Man kann aber auch gerne am Anfang, wenn man das irgendwie unangenehm findet, mal nur mit dem Daumen drüber streichen und dann hört man auch, ob es sich richtig anhört. Es soll sich eben genauso anhören wie das, was ich gerade spiele. Und dann gibt es eben verschiedene kleine Fehler, die man machen kann, wo sich es eben dann nicht genauso anhört, sondern ein bisschen anders. Zum Beispiel, wie ich schon erwähnt habe beim Video mit den Bünden, dass man eben die Finger genau auf den Bund drückt. Und das hört sich dann eben oft so ein bisschen komisch an. Deswegen eben die Finger genau knapp zum Bund hin, aber nicht genau auf den Bund. Und wichtig ist eben auch noch drücken. Wenn man nicht gescheit drückt, hört sich es auch nicht, dann hört man die 2 Seiten eigentlich gar nicht. Man muss eben drauf drücken. Ja, gut, lernt mal den E-Moll und dann macht's genau hier weiter bei dem Video in 2 Sekunden. So, ihr seid zurück, ihr habt E-Moll gelernt, dann kommen wir zum zweiten Akkord, nämlich zum C-Dur-Akkord. C-Dur-Akkord auch einer der einfachsten Akkorde. Man greift auf den ersten Bund, man drückt auf den ersten Bund der B-Seite, B-Seite, erster Bund, dann auf den zweiten Bund der D-Seite, den zweiten Finger, und auf den dritten Bund, nicht auf den dritten Bund, eben knapp zum dritten Bund, der A-Seite. Durchgestrichen, jetzt um die Ohren. Hat man, glaube ich, schon mal gehört, den Akkord. Bei jedem Happy Birthday spielt normalerweise der Gitarrist immer in C. Happy Birthday to und so weiter. Ja, lernt einfach mal den Akkord. Solange es sich schön anhört, wieder auf die Fehler aufpassen, die man machen kann. Drücken und verbiegt euch nicht zu viel. Also es geht echt, dass man die Hand wirklich nicht sehr verbiegen muss. Das ist wirklich ganz einfach. Und umso eher die Gitarre zu euch selbst hinhaltet, also das wäre schlecht, weil da müsste man sich sehr verbiegen, sondern eher so hinhalten. Dann funktioniert es auch besser. Und dann könnt ihr das den C-Akkord, C-Dur-Akkord sehr schön greifen. Dann könnt ihr auch versuchen, zwischen dem und einem E-Moll herumzuwechseln. Am Anfang reicht es vielleicht einfach nur durchschlagen und es wird am Anfang nicht so leicht sein, das Umgreifen, so wie bei mir jetzt, aber da gewöhnen sich die Hände schnell dran. Und wenn ihr das mal gemacht habt, dann kommt ihr zurück für den dritten Akkord, das G.